Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Freizeit ohne Perfektion. Heute sprechen wir über das entspannte Reden ohne Druck. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine Folge zu verpassen. Schön, dass ihr dabei seid. In Freizeit ohne Perfektion dreht sich alles um ungezwungene Gespräche und wie man den Alltag gelassener angeht. Denkt daran, zu abonnieren und die Glocke zu drücken, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Wenn wir uns das letzte Mal über Freizeit gesprochen haben, fiel mir auf, wie vielfältig unsere Interessen sind. Heute möchte ich tiefer in das Thema Hobbys eintauchen. Was machst du in deiner freien Zeit am liebsten? In meiner Freizeit verbringe ich gerne Zeit mit dem Fotografieren. Es ist faszinierend, wie man Momente einfangen und für immer festhalten kann. Besonders die Naturfotografie hat es mir angetan. Welche Hobbys pflegst du? Ich liebe es zu malen. Für mich ist es eine wunderbare Art, mich auszudrücken und gleichzeitig zu entspannen. Ich kann meine Gedanken auf die Leinwand bringen und so dem Alltag entfliehen. Hast du schon mal ausprobiert zu malen oder zu zeichnen? Ja, ich habe es versucht, aber ich glaube, meine Stärken liegen eher in anderen Bereichen. Trotzdem finde ich es beeindruckend, wie Farben und Formen eine Geschichte erzählen können. Gibt es bestimmte Themen oder Motive, die du bevorzugst? Am liebsten male ich Landschaften und abstrakte Formen. Ich mag es, mit Farben zu experimentieren und zu sehen, wie sie miteinander harmonieren. Welche Art von Fotografie fasziniert dich besonders? Ich mag es, Menschen in ihrem Alltag zu fotografieren, ihre Emotionen und Geschichten einzufangen. Es ist erstaunlich, wie ein einziges Bild eine ganze Erzählung vermitteln kann. Was inspiriert dich beim Malen? Die Natur ist meine größte Inspirationsquelle. Die Vielfalt der Farben und Formen, die man in der Natur findet, ist überwältigend. Oft reicht ein Spaziergang, um neue Ideen zu bekommen. Was inspiriert dich in der Fotografie? Genau wie bei dir ist die Natur eine große Inspirationsquelle. Aber auch die Stadt mit ihren Kontrasten und der Hektik hat ihren eigenen Reiz. Es ist spannend, das Zusammenspiel zwischen Mensch und Umgebung festzuhalten. Hast du schon mal an einem Kunstkurs teilgenommen? Ja, ich habe einige Kurse besucht und viel über Techniken und Materialien gelernt. Es ist erstaunlich, wie viel man dadurch seine Fähigkeiten verbessern kann. Hast du schon mal einen Fotokurs gemacht? Ja, ich habe einen Kurs besucht, um mehr über die technische Seite der Fotografie zu erfahren. Es hat mir geholfen, meine Kamera besser zu verstehen und kreativer zu arbeiten. Gibt es ein Hobby, das du gerne noch ausprobieren möchtest? Ich würde gerne töpfern lernen. Die Idee, etwas mit den Händen zu erschaffen, finde ich sehr spannend. Und du? Gibt es ein Hobby, das dich interessiert, aber das du noch nicht ausprobiert hast? Ich denke, ich würde gerne mal ein Musikinstrument lernen, vielleicht Gitarre. Musik hat eine besondere Magie, die Menschen verbindet und Emotionen weckt. Hast du schon musikalische Erfahrungen gesammelt?
Ein bisschen. Ich habe früher Klavierunterricht genommen. Musik ist wirklich eine wunderbare Ausdrucksform. Ich glaube, es ist nie zu spät, etwas Neues auszuprobieren. Welche Tipps hast du für jemanden, der ein neues Hobby ausprobieren möchte? Ich würde sagen, einfach offen sein und sich nicht von Anfangsschwierigkeiten entmutigen lassen. Es ist wichtig, Geduld zu haben und Spaß dabei zu finden. Wie siehst du das? Absolut. Der Spaß sollte immer im Vordergrund stehen. Und es ist wichtig, sich nicht mit anderen zu vergleichen, sondern den eigenen Fortschritt zu schätzen. Hast du noch einen letzten Gedanken zu Hobbys, den du teilen möchtest? Hobbys sind eine wunderbare Möglichkeit, sich selbst besser kennenzulernen und neue Fähigkeiten zu entwickeln. Sie bereichern unser Leben und bringen Freude. Ich denke, jeder sollte sich die Zeit nehmen, ein Hobby zu pflegen. Nachdem wir über Hobbys gesprochen haben, fragt man sich oft, wie man seine freie Zeit am besten plant. Hast du bestimmte Rituale oder Pläne für deine Freizeit? Ich versuche, meine Wochenenden im Voraus zu planen, damit ich genug Zeit für meine Interessen habe. Manchmal mache ich eine Liste mit Dingen, die ich ausprobieren möchte. Und du, wie planst du deine freie Zeit? Ich liebe es, spontane Ausflüge zu machen, aber manchmal plane ich auch gezielt, etwa wenn ich an einem Kunstprojekt arbeiten möchte. Es hilft, einen groben Plan zu haben, ohne zu viele Details festzulegen. Das klingt nach einer guten Balance. Wenn du einen Ausflug planst, wie entscheidest du, wohin du gehst oder was du machst? Oft lasse ich mich von Freunden inspirieren oder suche online nach neuen Orten. Manchmal sind es auch Empfehlungen aus Reiseführern oder Blogs, die mich neugierig machen. Hast du ein Lieblingsziel für deine Freizeit? Ich liebe es, in die Natur zu gehen, sei es ein Park oder ein Wald. Es ist erholsam, der Stadt zu entfliehen und die Ruhe zu genießen. Wie entscheidest du, ob du deine Freizeit alleine oder mit anderen verbringst? Das hängt von meiner Stimmung ab. Manchmal genieße ich die Ruhe alleine, um meine Gedanken zu ordnen. An anderen Tagen suche ich die Gesellschaft von Freunden, um gemeinsam Neues zu erleben. Das verstehe ich. Es ist wichtig, eine gute Mischung zu finden. Hast du Tipps, wie man spontane Aktivitäten in den Alltag integrieren kann? Flexibel bleiben und die kleinen Momente nutzen. Ein spontaner Spaziergang nach der Arbeit oder ein kurzer Besuch in einer Galerie können schon viel bewirken. Wie bleibst du motiviert, deine Pläne umzusetzen? Ich erinnere mich daran, wie gut ich mich danach fühle. Manchmal hilft es auch, kleine Belohnungen zu setzen. Welche Rolle spielt Planung in deiner Kreativität? Planung gibt mir Struktur, aber ich lasse Raum für Spontaneität, um kreativ zu bleiben. Zu viel Planung kann die Kreativität einschränken. Hast du eine Methode, um neue Ideen für deine Freizeit zu sammeln? Ich halte meine Ideen in einem Notizbuch fest. Es ist praktisch, um Gedanken festzuhalten und später darauf zurückzukommen. Nutzt du spezielle Apps oder Tools für deine Freizeitplanung?
Ja, ich nutze Kalender-Apps, um meine Termine und Pläne im Blick zu behalten. Sie helfen, den Überblick zu bewahren und spontane Ideen zu integrieren. Gibt es eine Aktivität, die du in deiner Freizeit unbedingt machen möchtest? Ich würde gerne mehr reisen, neue Städte entdecken und verschiedene Kulturen erleben. Reisen erweitert den Horizont und bringt frische Perspektiven. Hast du einen Traum für deine freie Zeit? Ja, eine längere Reise mit einem Skizzenbuch, um neue Eindrücke festzuhalten. Das wäre eine wunderbare Art, Kunst und Abenteuer zu verbinden. Was inspiriert dich bei der Planung deiner Freizeit? Die Möglichkeit, Neues zu lernen und Erinnerungen zu schaffen. Es gibt so viel zu entdecken und jede Erfahrung bereichert unser Leben. Ich denke, das ist der Schlüssel zu erfüllter Freizeit. Welche Aktivitäten machst du am liebsten in deiner Freizeit und wie entscheidest du, ob du sie alleine oder mit Freunden unternimmst? Wenn wir über Freizeit sprechen, stellt sich oft die Frage, ob man sie lieber alleine oder in Gesellschaft verbringt. Was bevorzugst du? Ich schätze beides sehr. Es hängt oft von meiner Laune ab. Manchmal genieße ich die Ruhe alleine, um Energie zu tanken. Wie ist es bei dir? Ich mag es, Zeit mit Freunden zu verbringen, aber ich brauche auch Momente für mich selbst. Es gibt mir die Möglichkeit, meine Gedanken zu sortieren und neue Energie zu sammeln. Es klingt nach einer guten Balance. Hast du eine Aktivität, die du lieber alleine machst? Ja, zum Beispiel beim Lesen oder Malen bin ich gerne alleine. Es hilft mir, mich zu konzentrieren und meiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Und du? Ich gehe gerne alleine spazieren. Es ist eine gute Gelegenheit, um nachzudenken und die Umgebung bewusst wahrzunehmen. Wie entscheidest du, wann du Gesellschaft suchst? Oft hängt es davon ab, was ich erleben möchte. Für Ausflüge oder sportliche Aktivitäten suche ich oft die Gesellschaft anderer. Es macht einfach mehr Spaß. Das stimmt. Gemeinsam zu lachen und Erlebnisse zu teilen bereichert die Erfahrung. Wie teilst du deine Vorlieben mit deinen Freunden? Ich spreche offen darüber, was ich möchte. Kommunikation ist der Schlüssel, um Missverständnisse zu vermeiden. Wie machst du das? Ich mache Vorschläge und frage, wie andere darüber denken. So findet man oft einen guten Kompromiss. Wichtig ist, dass sich alle wohlfühlen. Das klingt nach einer guten Strategie. Gibt es etwas, das du lieber mit anderen erlebst als alleine? Ja, zum Beispiel Konzerte oder Kinobesuche. Das sind Erlebnisse, die in Gesellschaft einfach mehr Freude bereiten. Wie siehst du das? Ich stimme zu, die Reaktionen der anderen sind oft genauso spannend wie das Event selbst. Wie gehst du mit unterschiedlichen Vorlieben in der Gruppe um? Ich versuche, offen für neue Vorschläge zu sein und auch Dinge auszuprobieren, die ich alleine vielleicht nicht gemacht hätte. Es ist bereichernd. Das ist eine gute Einstellung. Flexibilität ist wichtig, um gemeinsam Spaß zu haben. Hast du Tipps, wie man Vorlieben besser ausdrücken kann? Klar, ich denke, es ist wichtig, ehrlich zu sein und seine Wünsche klar zu kommunizieren.
Aber auch zuzuhören, was andere möchten, ist zentral. Genau. Es geht darum, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Manchmal ist es auch schön, sich überraschen zu lassen und Neues zu entdecken. Ja, Überraschungen machen das Leben spannend. Am Ende zählt die gemeinsame Zeit und die Erinnerungen, die man teilt. Was ist deine liebste Freizeitaktivität, die du gerne alleine unternimmst, und warum genießt du sie in deiner eigenen Gesellschaft? Nach unserem Gespräch über Vorlieben frage ich mich, wie oft man in der Freizeit spontan handelt. Planst du deine Aktivitäten im Voraus? Es kommt darauf an. Für größere Ausflüge plane ich gerne im Voraus. Bei kleinen Dingen lasse ich mich oft von der Lust des Augenblicks leiten. Und du? Ich mag es, eine grobe Vorstellung zu haben, aber spontan bleiben zu können. Es ist schön, wenn man plötzlich etwas Neues entdeckt. Hast du ein Beispiel? Letztes Wochenende bin ich spontan in ein kleines Café gegangen, das ich noch nicht kannte. Es war eine nette Überraschung. Wie stehst du zu Überraschungen? Ich liebe sie. Sie bringen frischen Wind in den Alltag. Manchmal finde ich so meine liebsten Orte. Wie entscheidest du, worauf du gerade Lust hast? Oft frage ich mich, wonach mein Körper und Geist verlangen. Bin ich müde, wähle ich etwas Ruhiges. Bin ich voller Energie, suche ich etwas Aktives. Und du? Ähnlich. An einem sonnigen Tag zieht es mich nach draußen. Bei Regen genieße ich gemütliche Stunden zu Hause. Welche Aktivitäten machst du am liebsten mit Freunden? Ich liebe es, gemeinsam zu kochen oder Brettspiele zu spielen. Es ist gesellig und man lacht viel. Was machst du am liebsten in der Gruppe? Ich finde es toll, zusammen Sport zu machen, wie Volleyball oder Radfahren. Es stärkt den Teamgeist und macht Spaß. Wie wichtig sind dir regelmäßige Treffen? Sehr wichtig. Sie festigen die Freundschaft. Aber ich finde, es sollte nicht zum Zwang werden. Was denkst du? Da stimme ich zu. Es sollte entspannt bleiben. Manchmal reicht auch ein kurzer Anruf, um in Kontakt zu bleiben. Welche Rolle spielt Kommunikation in deiner Freizeit? Eine große Rolle. Sie hilft, Missverständnisse zu vermeiden und gemeinsame Interessen zu fördern. Ich schätze ehrliche Gespräche. Und du? Für mich ist sie auch entscheidend. Sie schafft Nähe und Verständnis. Hast du Tipps, wie man Gespräche über Freizeit abwechslungsreich gestalten kann? Offenheit für neue Themen und Aktivitäten hilft. Auch mal die Perspektive wechseln und andere zu ihrem Alltag fragen. Welche Themen interessieren dich besonders? Ich finde es spannend, über Reisen und neue Kulturen zu sprechen. Man lernt viel dazu. Welche Rolle spielt die Freizeitgestaltung für dein Wohlbefinden? Eine große Rolle. Sie gibt mir Energie und Ausgleich zum Alltag. Ich finde, es ist wichtig, sie bewusst zu gestalten. Was denkst du? Das sehe ich genauso. Freizeit ist eine wertvolle Zeit, die man genießen sollte. Sie bringt Ruhe und Freude ins Leben. Vielen Dank, dass ihr uns bis hierhin begleitet habt. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Freude wie wir. Lasst uns wissen, wie ihr eure Freizeit gestaltet. Kommentiert mit euren Lieblingsaktivitäten oder Überraschungen.
Wenn euch unser Podcast gefallen hat, abonniert uns und aktiviert die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Ein Like hilft uns, mehr Hörer zu erreichen. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zum nächsten Mal. Die Vorliebe. Ich habe eine Vorliebe für das Lesen in meiner Freizeit. Eine Vorliebe kann sich im Laufe der Zeit verändern. Die Gesellschaft. In der Gesellschaft von Freunden fühle ich mich wohl. Manchmal genieße ich die Gesellschaft, auch ohne viel zu reden. Die Kommunikation. Gute Kommunikation ist wichtig, um Missverständnisse zu vermeiden. Klare Kommunikation hilft einer Gruppe, gemeinsame Entscheidungen zu treffen. Der Kompromiss. Manchmal ist ein Kompromiss notwendig, um alle zufriedenzustellen. Ein Kompromiss kann bei unterschiedlichen Meinungen eine gute Lösung sein. Die Flexibilität. Flexibilität ermöglicht es, sich an neue Situationen anzupassen. In der Freizeit ist Flexibilität besonders hilfreich für spontane Pläne.